Dies ist eine wahre Geschichte von zwei Mädchen, die die Welt eine Zeit lang auf den Kopf stellten. Es ist auch die Geschichte der Cottingley-Feen, die ersten Feen, die jemals fotografisch festgehalten wurden. »Ich fiel in den Bach, weil wir Feen sahen, nur deshalb«, rief die 9-jährige Frances aufgebracht ihrer Mutter zu, als diese mit ihrer und ihrer 16-jährigen Cousine Elsie schimpfte, weil die Mädchen wieder mal mit nassen und verschmutzten Röcken heimgekehrt waren und sich wieder mal entgegen den Regeln am Bach aufgehalten hatten. Es war Sommer in Cottingley, West Yorkshire im Jahre 1917. Die 9-jährige Frances Griffiths war gerade mit ihrer Mutter aus Südafrika nach England zurückgekehrt, um bei ihrer Cousine Elsie und deren Eltern zu wohnen. Frances' Vater, Sergeant Arthur Griffiths, diente der britischen Armee in Südafrika und wurde 1917 zu einem Einsatz in Frankreich abkommandiert. Es war in dieser Zeit, in der Frances und ihre Mutter Annie mit Annies Schwester Polly und deren Mann Arthur und Tochter Elsie verweilten. Die Mädchen liebten es, direkt am Bach zu spielen, und an diesem Tag war Frances ins Wasser gefallen. Die Mutter von Frances schüttelte ungläubig den Kopf über die fadenscheinige Ausrede von wegen Feen, und auch Elsie Selten, die ebenfalls im Wohnzimmer saßen, als die Mädchen hereinplatzten, schienen Frances' Geschichte nicht viel Glauben zu schenken. Da holte Elsie tief Luft und rief in die Stille: »Wir haben sie wirklich gesehen!« Elsie meinte, dass sie die Existenz der Feen beweisen könne, wenn sie die Kamera ihres Vaters Arthur ausleihen dürfe. Arthur war ein begeisterter Amateurfotograf mit eigener Dunkelkammer und der nötigen Ausrüstung, um die Platte zu entwickeln, und so lieh er seiner Tochter die Kamera aus. Die Mädchen waren innerhalb einer Stunde zurück. Arthur machte sich gleich daran, die Platte zu entwickeln. Er starrte im roten Licht der Dunkelkammer ungläubig auf die verschwommenen Figuren, die er zuerst für Vögel hielt, als sie immer deutlicher auf dem Papier erschienen. Das inzwischen sehr berühmte Bild zeigt Frances. Vor ihr tanzen mehrere geflügelte Feenfiguren in durchsichtigen Kleidern. Frances sieht aus, als würde sie sich bemühen, nicht zu lachen. Arthur kannte seine Tochter Elsie, die Fotografin, nur zu gut. Sie war hochinteressiert an Fotografie, besaß künstlerisches Talent und hatte einige Zeit in einem Fotostudio gearbeitet, wo sie sich auch mit Retuschen beschäftigte. Arthur vermutete, dass die Feen nichts als geschickt hergestellte Pappfiguren waren. 2 Monate später fragte Elsie, ob sie die Kamera erneut ausleihen dürfe, und wieder stimmte Arthur amüsiert zu. Es entstand ein zweites Bild. Dieses zweite Bild zeigte Elsie, die mit einer gnomenartigen Fee spielte. Arthur war irritiert, weil er nicht feststellen konnte, wie sie den Gnom so gut hingekriegt hatten, und er begann zu vermuten, dass sie seine Kamera manipuliert hatten. Er stellte die Mädchen zur Rede, aber sie beteuerten, dass sie ihn nicht getäuscht hätten und dass die Fotos echt seien. Zur Strafe für diesen, seiner Meinung nach kindischen Streich, verbot er ihnen, seine Kamera zu benutzen. Doch die Mütter von Frances und Elsie waren verblüfft. Beide Mädchen waren immer ehrlich und vertrauenswürdig gewesen und neigten nicht zum Lügen. Sie durchsuchten die Gegend in der Nähe des Bachs nach belastenden Beweisen für einen möglichen Schwindel, konnten aber nichts finden. Keine Schere, keine Schnipsel und kein Hinweis auf einen Betrug. Der Sommer verging und der Vorfall geriet in Vergessenheit. An dieser Stelle hätte die Geschichte zu Ende sein sollen, wenn Elsies Mutter Polly und Frances' Mutter Annie nicht 1919 an einer Sitzung der Theosophischen Gesellschaft teilgenommen hätten. Das Thema des Vortrags drehte sich um das Leben von Feen, denn die Anhänger der 1875 gegründeten Theosophie glaubten an Reinkarnation und Karma sowie an Astralebenen, Auren, Naturgeister und Elementarwesen wie Feen. Polly sprach den Dozenten der Theosophischen Gesellschaft an und erzählte von den Feen, die ihre Tochter und ihre Nichte vor ein paar Jahren aufgenommen hatten, und fragte, ob er Interesse daran hätte, die Fotos zu sehen. Er war in der Tat sehr interessiert, und so begann eine Kette von Ereignissen, die die Feen von Cottingley weltberühmt machten. Die Fotos gelangten in die Hände des Theosophen Edward Gardner, der leidenschaftlich an Feen glaubte.
Gardner brauchte die Fotos der Feen als Beweis für die wichtigste spirituelle Botschaft der Theosophen. Er erkannte jedoch auch, dass die Fotos überarbeiten werden mussten. Im Februar 1920 schrieb er Elsies Mutter an und fragte, ob er die beiden Originalglasplatten ausleihen könne, um Duplikatnegative herzustellen. Er ließ diese Duplikatglasplatten retuschieren, die von Francis sogar erheblich. Die Papierfetzen waren nun deutlicher als Feen zu erkennen. Gardner zeigte die Originalglasplatten und die Sepia-Abzüge auch dem Fotografen Harold Smelling, der sie als frei von Tricks bezeichnete. Gardner war befreundet mit Sir Arthur Conan Doyle, Autor der Sherlock-Holmes-Geschichten, und wusste, dass Doyle vorhatte, eine Reportage über Feen für die Weihnachtsausgabe im Magazin The Strand zu veröffentlichen, und so zeigte er ihm die Fotos. Doyle war nicht nur ein geschätzter Autor, sondern auch ausgebildeter Arzt und Spiritualist. Er war begeistert von den Bildern und überzeugt von ihrer Echtheit, schrieb er im August 1920 an Elsies Vater und bat darum, die Feenfotos der Mädchen für seinen bevorstehenden Artikel verwenden zu dürfen. Arthur Wright erhielt 5 Pfund für die Fotos und ein 3-jähriges Abonnement für das Strand-Magazin, während Doyle 500 Pfund einkassierte für den Artikel. In der Dezemberausgabe erschien Doyles Artikel, in dem die Fotos der Mädchen gezeigt wurden. Als Autor der bekannten Sherlock-Holmes-Bücher trug Doyle entscheidend dazu bei, dass sich nicht nur die Geschichte der Feen von Cottingley schnell in der ganzen Welt verbreitete und die Auflage innerhalb weniger Tage vergriffen war, sondern auch, dass eine regelrechte Feenmanie ausbrach. Obwohl Doyle Pseudonyme verwendet hatte für Elsie, Iris und für Frances Alice, spürte ein Reporter Elsie im Januar 1921 in der Weihnachtskartenfabrik auf, in der sie arbeitete. Elsie wollte anfänglich nicht mit der Presse sprechen, lenkte aber schließlich ein. Sie konnte im Interview nicht erklären, woher die Feen kamen und auch nicht, wohin sie gingen, nachdem sie in ihrer Nähe getanzt hatten. Sie antwortete auch nicht auf die Fragen, warum die Feen Pariser Frisuren und Kleider trugen, die der letzte Schrei waren, oder warum Elsies Hand auf ihrem Foto mit dem Gnom so groß war. Doyle und Gardner hatten Blut bzw. Feen gerochen und wollten mehr davon. Die Mädchen erhielten je eine Spezialkamera geschenkt mit heimlich markierten Platten, damit Gardner Manipulationen erkennen würde. Zu diesem Zeitpunkt war Frances' Familie von Cottingley weggezogen. Elsie informierte Gardner, dass sie und Frances zusammen sein müssten, um Feen auf Fotos zu erwischen. Gardner fand dies nicht verdächtig, sondern schrieb an Doyle, dass die Notwendigkeit von 2 Personen ziemlich offensichtlich sei, da die Ätherkörper so gestärkt würden. Doyle stimmte zu und so wurde Frances eingeladen, für 2 Wochen nach Cottingley zurückzukehren. Doyle und Gardner waren insgeheim besorgt, dass Elsie und Frances im Alter von 19 und 12 Jahren bereits zu alt waren, um mit den Feen Kontakt aufzunehmen, da die Prozesse der Pubertät oft fatal seien für die psychischen Kräfte. Dennoch warteten sie gespannt auf weitere Bilder in der Zeitspanne von den 2 Wochen, die abgemacht waren. Aber es regnete während der gesamten 2 Wochen, was es Frances und Elsie unmöglich machte, Fotos zu schießen. Nur am letzten Abend hörte der Regen plötzlich auf und die Mädchen stürzten nach draußen und rannten zum Bach. Bald kehrten die Mädchen aufgeregt zurück ins Haus und verkündeten freudig, dass sie 3 weitere Fotografien aufgenommen hätten. Die Platten wurden sofort an Gardner geschickt, der sie entwickelte. Er war erstaunt über was er sah. Ein Bild zeigte Frances, die eine springende Fee anstarrte, ein anderes zeigte Elsie, die eine Fee ansah, die ihr eine Hasenglöckchenblüte anbot, und das letzte Foto zeigte eine Gruppe von Feen, die herumtollte in einem nestartigen Objekt, das Gardner als Feenlaube beschrieb und von dem er vermutete, dass es der Erholung und Hygiene diente. Im August 1921 wurden die 20-jährige Elsie und die fast 14-jährige Frances erneut zusammengebracht, um Fotos von Feen hervorzuzaubern. Aber der Zauber war verschwunden.
In der Hoffnung, ihre alternde Aura zu stärken, schickte Gardner ein übersinnliches Medium, Jeffrey Hudson, zu den Mädchen. Hudson war ein Hellseher, er konnte Baumsee- und Berggeister und andere spirituelle Wesen sehen, gemäß eigenen Angaben. Dennoch entstanden keine Fotos. Elsie und Frances hätten die Feen jedoch gesehen, und laut Doyle bestätigte Hudson, dass es in der Schlucht nicht nur von Waldelfen, Gnomen und Kobolden wimmle, sondern auch von den selteneren Undinen oder Nymphen, die über dem Bach schwebten. Hudson berichtete auch von Feen, die er gesehen hatte, die den Mädchen entgangen waren. In seiner Beschreibung sahen die Feen aus wie die der Mädchen. 1976 brachen Frances und Elsie, inzwischen mittleren Alters, kichernd zusammen, als ein Fernsehinterviewer sie über Hudson befragte. Er war ein Schwindler, sagten sie. Er habe dorthin geschaut, wo Frances und Elsie ihn zeigten und behaupteten, Feen zu sehen. Und er stimmte zu, dass er die Feen sah, von denen Elsie und Frances nur sagten, sie seien dort. Elsie und Frances war also schnell klar, dass Hudson ein Hochstapler war. Aber waren Elsie und Frances auch Schwindlerinnen? Wie ging die Geschichte weiter? Angenommen, die Mädchen hatten die Feen nur gebastelt. Wie konnte es dann sein, dass so viele erwachsene, rationale Menschen an die Cottingley-Feen glaubten? Warum glauben wir, was wir glauben? Wenn dich diese Fragen interessieren, empfehle ich dir, den zweiten Teil der Cottingley-Geschichte zu schauen. Vielen Dank.